erfinden. Wenn zum Beispiel Thilo Sarrazin Mein Kampf neu interpretiert und dann damit Bestseller-Autor wird. Einer der wichtigsten und großartigsten Aspekte ist, die wir in der Literatur haben. Aber hey, klar, wir können natürlich auch aufhören damit, weil du dich an der Hautfarbe von einem Menschen störst. Von was ist Shoyoka eine neue Interpretation? Aber ist es für... Also, checkt sie das wirklich nicht? Oder sagt sie wirklich, es ist eine Neuinterpretation, wenn man das einfach so macht? Also, versteht sie wirklich nicht, dass es sowas wie einen Unterschied gibt zwischen ja, wir machen hier Küss den Frosch und wir machen eine Neuinterpretation vom Froschkönig und wir haben hier Ariel und jetzt machen wir eine richtig beschissene Realverfilmung und setzen einfach nur in die Hauptrolle eine schwarze Frau. Also... Ja, das ist halt keine neue Interpretation, wenn es im Grunde exakt der gleiche Film ist, nur die Schauspieler anders aussehen, ne? Das ist schon echt hart dumm. Aber ich weiß nicht, ich denke mir manchmal so, vielleicht muss ich meine Videos noch ein bisschen mehr für diese Zielgruppe noch klarer formulieren. Nein. Aber dann denke ich mir wieder... Ja, dann haben die alle anderen keinen Bock mehr drauf. Du kannst doch kein 20-Minuten-Video machen, wo du dann erstmal eine halbe Stunde Disclaimer vorher machst, damit die größten Trottel das auch verstehen. Nee, lass. Das funktioniert nicht. Dann sagst du irgendwie, du kannst dann nach jedem Satz sagen, übrigens könnte man das so verstehen, aber das habe ich gar nicht gemeint und dann am Ende finden die dann trotzdem irgendwas. Im Notfall sagen sie, du bist weiß und du siehst aus, als wärst du sogar hetero. Bestimmt irgendwie sowas. Funktioniert nicht. Irgendwas werden sie finden. Also, weiß ich nicht, du kannst ja auch, wie gesagt, ein halbstündiges Video machen, wo denen 2, 3 Punkte nicht gefallen und dann werden sie ja trotzdem irgendwie auf den Sack gehen wegen. Nee, komm, 97% der Menschen verstehen es ja auch so, also da muss ich mir jetzt keinen Ast abbrechen. Auf Es ist halt literally, ne? Es ist einfach nur ätzend. Ich lasse es jetzt auch erstmal so schnell, weil es sich ja relativ viel wiederholt. Das Blöde ist ja auch, Shoyoka will ja irgendwie, wenn du für sie was zuschneiden würdest, das sie auch versteht, dann wird sie ja wahrscheinlich gar nicht mehr interessieren. Scheint ja irgendwie so ihr Ding zu sein. Du könntest ihr natürlich auch irgendwie ZDF-Logo zeigen oder so. Das wären dann Nachrichten, die sie auch versteht, aber das interessiert sie dann ja irgendwie nicht. Sie will sich ja irgendwie in den Kulturkampf und in linke Theorie reinschmeißen und dann versteht sie aber die Wörter nicht, weil die ja irgendwie deutsch sind und da gar nicht Heili oder auf Keus oder so drin steht. Und dann fängt sie halt an zu schreien, ne? Ich bin so sauer. Ich bin fucking sauer. Und das ist, by the way, das ist wieder ein Punkt, in dem ich gerade privilegiert bin. Denn ich bin eine Frau, die gerade laut ist und die sich aufregt. Und dafür werde ich mich Ich bin eine Frau, die sich aufregt und gerade laut wird. Okay. auch als hysterisch und als überemotional und keine Ahnung was wahrgenommen. Aber ich bin eine weiße Frau, die sich über etwas aufregt. Das heißt, der Anteil an Menschen, der mir in diesem Bereich zuhört, ist... Bei Männern würde es nicht passieren, bei deinem Kollegen Dekadent zum Beispiel. Was bist du für ein Arschloch? Da lacht ja keiner drüber oder kritisiert den, ne? Das ist nur, weil sie eine Frau ist. Wenn Leute Shoyoka albern finden, liegt am Geschlecht, glaube ich. Stellt euch mal vor, irgendein Mann aus der Bubble wäre unbeliebt. Kommen doch alle prima an, oder? Karl, Dara, Tilted Floste und so, super beliebt alle. Aber nur Shoyoka nicht, weil sie eine Frau ist. Freiraum ist auch eine Frau, auch deswegen, ne? Die anderen alle, die kommen so gut weg. Okay. Immer noch höher. Wir reden hier schon wieder darüber, dass das Wort Broke entfremdet wird. Wir reden hier schon wieder darüber. Attack Totem. Ich weiß auch mittlerweile, also ich muss sagen, ich habe mich da früher immer so ein bisschen zurückgehalten, aber ich muss wirklich sagen, ich bin eine weiße Cis-Frau und deswegen hören mir mehr Leute zu. Also ich glaube zum Beispiel Leroy hören mehr Leute zu als dir. So, es hat nicht immer was mit Hautfarbe und mit Geschlecht und mit allem Möglichen zu tun, wer wem zuhört. So, du kannst auch... Ich glaube sogar, dass bei Leroy noch eine Weile Leute gezögert haben, weil die, glaube ich, Schiss hatten, dass man denen das vorwirft. Ich glaube, bei Leroy gab es Leute, die gedacht haben, Alter, ist scheiße, was der Mann macht. Aber wenn ich jetzt der Erste bin, der den kritisiert, dann kommt irgendwer und sagt, hast du mal gesehen, wie der aussieht? Und dann sagt man so, irgendwann hat er dann halt sich mal irgendwelche Hundeficker und irgendwie sowas eingeladen und Krypto-Casino beworben und dann denkst du, ja, jetzt können wir sogar bei dem. Aber sonst? Ich habe auch das Gefühl gehabt, bei Simon Desue und Leon Mascher. Ich fand immer, Simon Desue war irgendwie, der hat mehr Scheiße gebaut, aber Leon Mascher hat mehr abgekriegt. Das ist halt so, der sieht irgendwie mehr so aus, also ich weiß nicht, dass Simon Desue war schon auch unbeliebt, ne? Aber ich habe es immer gefühlt, sogar bei manchen Leuten, da lässt man sogar gefühlt ein bisschen mehr durchgehen, und man sagt, ich will eigentlich nicht der sein, der den schwarzen Rollstuhlfahrer angreift. Der muss sich schon noch ein bisschen mehr leisten, dass du irgendwann sagst, Ich weiß gar nicht, wie ich... Aber ich habe so ein bisschen Sorge, ich glaube, man kann da gar nicht reindringen in diese Logik, weil... Es wird gerade aus dem Chat gesagt, ab
Ab Frau trifft AfDler hat die Kritik angefangen. Ja, stimmt, das war das, ne? AfD-Politiker trifft Transfrau. Wir haben hier einen Disconnect, ist das richtig? Der Chat ist noch da. Ich glaube, ich muss einmal kurz neu starten. Ich bin jeden Moment wieder da. So, wir sind wieder hier. Hier war wohl ein Cut. Mein Internet war kurz weg. Ich hoffe, es war kein DDoS aus der Shoyoka-Bubble. Wir gucken einfach weiter, als wäre nichts. Das so tief verfestigt ist, dieser Gedanke von Unterdrückern und Unterdrücktem. Egal, wie viel Geld du vielleicht hast und in was für schäbigen Umständen du Ich muss echt die Privilegien-Tierlist machen. Frag, warum werde ich denn andauernd dran erinnert? Da könnten die doch was mit anfangen. Da könnte man vielleicht so eine Formel entwickeln. Vielleicht kann ich mal einen Mathematiker fragen, ob der das machen kann. So eine Privilegienformel. Einigen wir uns einfach und dann kannst du so eine Internetseite machen, vielleicht, wo du deine Privilegienpunkte finden kannst. Gibst du alles ein, was du bist oder so? Nein, es gibt die unterdrückt wurden und die unterdrücken und wir leben in einer Gesellschaft, in der das systematisch passiert, noch immer und deswegen ist X und Y so und so. Okay, aber was will sie sagen als weiße privilegierte Frau? Dass BIPOC-Personen vor den Bus geworfen werden. Und ich kann mir nicht im Entferntesten vorstellen, wie absolut abgefuckt man als Schwarze oder als Person of Color, Woman of Color ist, wenn man auf YouTube schaut und man hat diese Videos in der Timeline again. Ey, das Geile ist auch BIPOC, ne? Black Indigenous Person of Color. In Amerika ergibt das Sinn. In Amerika hast du Indigenous People, im Volksmund Indianer genannt. Ne? Die Ureinwohner. Was sind die Ureinwohner von Deutschland, Shoyoka? Wer sind die hier? Okay. Ja, soll ich dir was sagen? Also, und da merken wir wieder, dass diese Logik nicht greift. Ich kenne eine schwarze Frau aus Amerika, die YouTube-Videos macht, die genau sich zu diesem Thema kritisch geäußert hat, weil sie gesagt hat, sie findet es scheiße, wie Disney Woke-Washing betreibt und ihre Hautfarbe als... Aber Chat, was sage ich da immer? Women for Trump. Ja, das ist sowas ähnliches wie Black People versus Disney. Jetzt hat sie sich bewegt, hat sich die Nase... Ach, das ist doch egal. Token nutzt und so weiter und so fort. Also, aber dann kommt immer dieses... Das nennt man übrigens kein echter Schotter-Argument. Das kommt bei mir auch ganz oft. Wenn ich zum Beispiel zu Themen mit Frauen was sage und dazu eine andere Meinung habe als vielleicht Menschen wie Shoyoka, dann wird immer gesagt, ja, aber sie ist ja auch eine privilegierte Frau und sie wurde ja einfach nur von ist auf irgendwelche komischen Sachen reingefallen und sie ist hier, ja, dann kommt immer auch dieses Woman for Trump Argument und so. Nein, das ist einfach so, dass Menschen zu unterschiedlichen Dingen unterschiedliche Ansichten haben. Und wenn du dich darüber aufregst, bist du lediglich gemaßregelt von deinem Umfeld, das dir sagt, naja, aber stell dich nicht so an. Man wird darüber ja wohl noch debattieren dürfen. Naja, es ist halt eine Diskussion, ne? Ja, das Leben ist eine Diskussion. Tatsächlich. Man darf darüber alles debattieren, oder nicht? Warum weißt du, dass du ein weißer Cis-Mann bist? Oh, halt doch dein Maul, Alter. Warum geht denn der Button Ey, nicht? halt's Maul, wirklich. Oh, Alter. Ich muss noch Nemesis fragen, ob der mir das Original gibt, damit ich da Clips rausmachen kann. Warum weißt du, dass du ein weißer Cis-Mann bist? Kommentar schreibt, ohne dass ich fragen muss. Das ist so dumm. Das ist actually auf jeden Fall ein bisschen eher in Richtung Rassismus als den Rassismus, den du mir gerade vorgeworfen hast. Ich muss dir nicht zuhören, warum? Na, Hautfarbe. Okay. Weiß ich nicht, also... Hab mich da direkt nach dem Schauen so aufgeregt, dass das schon wieder von dir kommt, sowas und so uninformiert. Wir reden heute, by the way, in dem Stream über eine neue Neuinterpretation von einem Märchen. Der Übergang ist Sie hat gar keinen Bock mehr. absolut fließend. Und das ist wahrscheinlich eine Neuinterpretation, bei der sich weniger Menschen daran stören werden, weil es eine Neuinterpretation von einem männlichen Autor ist. Und es tatsächlich weniger mit queer oder intersektionalen Feminismus zu tun hat, als vielmehr mit Escapism in eine grausame, brutale Krimiwelt. Macht sie jetzt gerade Werbung? Ey, das war auch so gut. Eins meiner Highlights von Shoyoka ist auch einfach, sie guckt das Parabelritter-Video über Harry Potter und über Gronk. Und der Parabelritter hat gesagt, ich habe Gronk immer so ein bisschen wahrgenommen wie Hagrid, so ein netter Wildhüter, ne, den alle irgendwie lieb haben. Und Shoyoka sagt, Hagrid
ist übrigens gar nicht so eine gute Figur, weil der hat in dem einen Buch einen Jungen verzaubert, dass der ein Schweineschwänzchen bekommen hat. Und dann musste dieser Junge in den Krankenflügel gehen und hat es sehr schmerzhaft entfernt bekommen. Hagrid ist also eine von den bösen Figuren. Das ist so eine... Okay. Es war so unglaublich. Es war so geil. Ich dachte, sie kann keine Werbung machen, wenn sie so politisch Das ist. ist nämlich tatsächlich mein Mysterium. Wohin ich fliehe. Krankenhaus, der ist ein Muggeldubanause. Ah, das war, stimmt, das war gar kein Zauberer, ne? Das war Dingens hier, wie halt Dudley Dursley, ne? Shoyoka, Harry Potter. Will man das? Ist das in dem Kuchen-TV-Video drin? Bestimmt, oder? Hier, Shoyokas heftige Doppelmoral bei Hogwarts Legacy. Ey, man kann garantiert auch hier einfach... Na, warte. Ah, hier. Hier ist es drin. Das ist der Hammer. Passt auf. Das hier. Das wäre nicht so gut, weil Hagrid ein echt ekelhafter Mensch ist. Sorry to break it to you. Im ersten Kapitel Warte, ihr seht sie gar nicht. Ich bin davor. Es tut mir leid, ich gehe hier rüber. Da ist sie. Sorry to break it to you. im ersten Teil er mit Zauberkraft einen 10-Jährigen und zaubert ihm einen Schweinchenschwanz, obwohl er ihn eigentlich in eine Sau verwandeln wollte, zur Strafe, weil er als 10-Jähriger Torte von einem anderen Kind klaut. Und das Ganze muss operativ entfernt werden. Und daraufhin wird er operiert und ist traumatisiert. Ich würde Gronk nicht als Hagrid bezeichnen. Das fände ich Gronk gegenüber tatsächlich unfassbar unfair, weil ich nicht wüsste, dass Gronk jemals 10-Jährige blöd hätte. Ja, Leute, Ja, sie der meint es. Gronk hat übrigens noch nie einen 10-Jährigen in ein Schwein verzaubert. Okay. Das ist so gut. Ey, halt's Maul, wirklich. Das ist so komisch. Unglaublich. Hier, und was ich mache, Aber ich glaube, wir sind jetzt durch, oder? Ist tatsächlich in Fiction zu gehen. Wir haben einmal den ersten Teil, den ich heute mit euch gemacht Hat sie jetzt vielleicht auch mein Video einfach nur genutzt und diese Debatte darum, um ein bisschen Leute auf ihren Stream zu ziehen für die Werbung? Aber was bewirbt sie denn da? Hat sie da ein Placement für oder ist es einfach irgendwie ein Buch, was ihr gefällt? Oder was hat sie das gerade gesagt, dass sie da irgendwie von denen gesponsert wird oder sowas? Oder, also selbst geschrieben hat sie es ja nicht, ne? Jetzt durch, oder? Die hat, by the way, ein Harley Quinn-Profilbild auf Twitter jahrelang gehabt. Harley Quinn ist übrigens auch ein echt ekelhafter Mensch, weil die hat in dem Film auch was gemacht, das ist illegal. Ist tatsächlich in Fiction zu gehen. Wir haben einmal den ersten Teil, den ich heute mit euch gemacht Hat sie jetzt vielleicht auch mein Video einfach nur genutzt und diese Debatte darum, um ein bisschen Leute auf ihren Stream zu ziehen für die Werbung? Das wird wahrscheinlich für viele richtig ist. Gut. Ich glaube, wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Ich will jetzt eigentlich auch keinen großen Beef, aber ich finde, da wurden schon mir so ein paar Sachen an den Kopf geworfen, wo ich sage, ja, das will ich dann doch nicht auf mir sitzen lassen, im Sinne von, ich wäre dumm und würde auf irgendwelche Leute reinfallen, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich sehr gut selbst recherchiere und mir eigentlich immer eine eigene Meinung bilde. Ich würde rassistische Sachen... Ich habe prominenten Besuch von Alicia Joe und ich soll ihr VIP geben. Ah, ich habe das gar nicht gesehen. Sorry, ich habe den Chat nur so halb gesehen. Wir haben es gleich geschafft. Shoyoka geht gleich in die Werbung. Okay, das H in Hagrid steht für highly beängstigend. Ja. Hagrid ist wirklich ein ekelhafter Mensch einfach. Der hat mal einen 10-Jährigen verzaubert in einem Roman. verbreiten und am besten noch, was mache ich? Ich stoße People of Color vor den Bus. Ja. Das ist schon ziemlich krass, was die Aussagen betrifft. Deswegen hier an der Stelle einmal... Es ist so geil in dieser Shoyoka-Bubble, da erfährt man immer so viele Sachen über sich selber, die man vorher noch gar nicht gewusst hat. Das ist so ein bisschen wie so bei so einem Wahrsager oder so, als ob man so die Karten gelegt kriegt, ne? Man geht da rein und denkt so, ja, ich bin eigentlich ein ganz netter Typ so. Und dann guckst du so einen Shoyoka-Stream oder Finessi oder Thunderrock oder so und dann lernst du so ganz viele Sachen über dich, die wusstest du vorher gar nicht. Und dann bist du so problematisch und rassistisch und transfeindlich und dies. Und dann so, okay, das bin ich auch, okay. Na gut. Hoffentlich einigermaßen richtig gestellt. Und ja, original kann ich leider nicht verlinken, weil es nicht mehr existent ist. Aber ich kann natürlich auf den Twitch-Kanal verlinken.
So, furchtbar war das. Schreibt den Chat. Leute, ich glaube, es war aber auch eine ganz gute Lektion, so wie man halt. Also ehrlich gesagt, mir macht das Spaß. Danke an den anonymen Spender. Alter, diese Computerstimme, Alicia Jö. Okay. Ich glaube, so spricht man das aus. Danke sehr, wer auch immer das war. Auch ein bisschen argumentiert. Vielleicht Shoyoka oder so, die will nicht, dass das öffentlich ist. Wir haben heute wieder viel über Argumente gelernt, zum Beispiel über das Strohmann-Argument, über das kein echter Schaffe-Argument. Können die alles nochmal googeln. Das ist krass, die kennt halt auch mehrere davon. In dieser Shoyoka-Bubble und so, die kennen dann halt so zwei und dann sagen sie das halt die ganze Zeit. Eine Zeit lang war ja Whataboutism ganz groß, das haben die ja immer gesagt, bei allen. Ne? Und wenn du irgendwas verglichen hast, das ist Whataboutism. Und sonst Strohmann kennt man ja auch, das wissen die auch. Aber die haben immer nur so drei oder so und dann kommen die halt immer. Ey, und sie hat da mal ein Video drüber gemacht, sie hat ganz viele genannt einfach. Derailing ist auch sehr beliebt, das kann man auch immer. Das heißt Whataboutismen, das geht auch, ja. Du kannst halt immer, bei allem kannst du, Whataboutism und Derailing passt relativ oft, das ist ganz gut. Strohmann benutzen die auch oft falsch, aber das kann man auch, wenn man einfach nur dem anderen sagen will, stimmt nicht, was du sagst, dann sagst du einfach immer Strohmann. Wenn euch das tiefer interessiert, sonst so kann man ganz gut die Bank so. Geil, jetzt sind wir endlich fertig mit Shoyoka, geil. Solche Sachen von sich geben. Ach guck mal, Erwin hat es auch geguckt und So. hat wieder hier dieses Profilbild, wo er so einen Knutschmund macht. So, Geil. Julioka, So, Leute. Alter. Wir müssen darauf reagieren. Hä, warum? So. Warum ist es das Video? Das ist doch So. so. Das ist nicht das Richtige. Hallo? Das ist absolut. Ah, hier, da ist es. Hammer. Ah, so, Leute, wir haben es geschafft. 52 Minuten. Meine Güte. Also, wir haben es ja am Anfang ein bisschen schneller geguckt, bis dann Alisa gesagt hat, na, ich mach die jetzt so schnell, dass du die nicht mehr verstehst, wenn du die auf doppelter Geschwindigkeit hast, weil ich mach die auch auf doppelte Geschwindigkeit, aber sie hat halt einfach auch keinen Bock mehr auf die gehabt. Das kann man schon noch nachvollziehen. Wobei, ich muss schon sagen, Shoyoka ist doch unterhaltsam. Ich finde, also, ja, Shoyoka ist so in so einer Tierlist von, es ist halt so dumm, dass es witzig ist, ne? Das ist manchmal auch ein bisschen ermüdend, aber zum Beispiel so, also Stay und Karl kann ich mir weniger gut angucken inzwischen. Das ist irgendwie mehr so, dass ich denke, es ist irgendwie nur anstrengend, ohne lustig zu sein. Aber Shoyoka ist halt noch witzig, ne? Das gucke ich mir dann lieber noch an. Herzlich willkommen beim Jahresrückblick 2024. Sie haben das sich immer ein bisschen lustig gemacht und sagten, naja, also wenn man dann 10, 11, 12% ist, sich dann zum Kanzlerkandidaten auszurufen, ist ziemlich lächerlich. Wir stehen bei 9%. Auf die Idee würde ich nie kommen. Nee, so habe ich es nicht gesagt. So ungefähr. Ich habe nur gesagt, es ist eine Kanzlerkandidateninflation. Da stellt man normalerweise keinen Kanzlerkandidaten Ja, auf, klar, haben Sie ist ja gesagt. auch Das so. ist der Ist ja auch Ersatz. So. Jetzt stehen Sie bei 4%. Nein, wir stehen also bei den guten Umfragen bei 8, bei den meisten Umfragen bei 5 bis 6. So, 5 bis 6 gibt auch eine mit 4. Ich muss natürlich Sie ein bisschen provozieren und sage die 4. Und jetzt stellen Sie sich als Kanzlerkandidatin auf. Warum? Warum haben Sie das gemacht? Also ich sag mal, natürlich wissen wir, dass wir bei den Umfragewerten jetzt keine großen Aussichten auf das Kanzleramt haben. Aber die Grünen und die AfD haben auch keine realistische Aussicht auf das Kanzleramt. Und wir haben jetzt 4 Kanzlerkandidaten, die für viele Menschen, das habe ich selber gemerkt an den Rückmeldungen, die ich in den letzten Wochen bekommen habe, die für viele Menschen kein gutes Angebot sind. Und wir haben ein Programm, wir haben Vorstellungen davon, wie wir aus dieser Wirtschaftskrise herauskommen, wie wir unser Land wieder zusammenführen, wie wir auch mehr Zusammenhalt erreichen, soziale Gerechtigkeit bei Mieten, bei Renten. Und deswegen wollen wir dieses Programm auch mit einem personellen Angebot untersetzen, um nicht unter die Räder zu kommen in diesem Wahlkampf. Gibt man dadurch sozusagen diese Bewerbung um die Kanzlerkandidatur, nicht Sie jetzt persönlich, plötzlich kommt jeder und sagt, ich auch Kanzlerkandidat. Macht man das dadurch nicht ein bisschen lächerlich? Das war ja offenbar auch Ihr Gefühl, als Sie das immer gesagt haben. Damit haben wir ja nicht angefangen, will ich mal sagen. Nee, man muss ja nicht alles nachmachen. Naja, man muss nicht alles nachmachen, aber man hat...
Wahlkämpfe sind immer auch Kämpfe um öffentliche Aufmerksamkeit und was die Kanzlerduelle angeht, die öffentlichen Einladungen. Die kommen alle noch aus einer Zeit, als es in Deutschland 2 große Volksparteien gab. Da war es auch völlig klar, wer einen Kanzlerkandidaten stellte und wer keinen aufstellte. Die großen Volksparteien, die die Aussicht auf die Kanzlerschaft hatten, hatten Kanzlerkandidaten, die anderen hatten Spitzenkandidaten. Dieses Prinzip gilt nicht mehr, weil es keine wirklich großen Volksparteien mehr gibt. Weil die Parteien, gerade auch die das mal waren, die SPD, aber es gilt im Grunde auch für die CDU, sehr viele Menschen enttäuscht haben, weil sie auch keine überzeugenden Konzepte mehr haben. Und deswegen gibt es mehr Parteien in Deutschland. Deswegen gibt es natürlich auch mehr Parteien, die sagen, wir würden eigentlich gern die Politik auch wirklich wesentlich mit beeinflussen. Und wir sind eine von diesen Parteien. Und deswegen bringen wir uns damit auch ins Spiel. Das Interessante ist, dass Sie reden immer von wir. Und ich frage mich dann immer, auch mit Blick auf die Vorgänge in Thüringen, wie viel wir gibt es eigentlich in Ihrer Partei? Also gibt es irgendetwas, was Sie nicht bestimmen, um es mal so zu fragen? Es gibt ein großes Wir, weil ich hätte alleine diese Partei nie gründen und aufbauen können. Weil im Verkauf nach außen. Reden Sie überall mit, so wie es immer unterstellt wird? Also gibt es nichts, was Sie sozusagen nicht persönlich absegnen? Wissen Sie, wir haben zum Beispiel in 3 Ländern parallel Koalitionsverhandlungen geführt. Glauben Sie ernsthaft, dass ich bei allen 3 Verhandlungen jeden Tag mir habe Rapport erstatten lassen, wie die Verhandlungen laufen? Das kann ich überhaupt nicht. Nein, aber ich habe das ja Sondern wir haben uns natürlich Ministerpräsidenten sind verständigt. ja zu Ihnen gekommen. Die haben Sie ja nach Berlin kommen lassen, weil Sie nicht so viel Zeit hatten, überall hinzureisen. Wir haben ein Kennenlerngespräch gemacht, weil ich hatte das Gefühl, dass das auch die Ministerpräsidenten in Spee gerne wollten, weil sie auch wissen wollten, wie meine Vorstellungen sind. Ich wollte natürlich auch kennenlernen, wie weit sie sich bewegen und verändern, wie weit sie auch bereit sind, auf uns zuzugehen, gerade wenn man eine so junge Partei ist, wie wir das sind. Ich meine, andere sollten auch nicht ihre Wähler enttäuschen, aber bei uns wäre es tödlich. Das heißt, ich musste natürlich auch dem Ministerpräsidenten sagen, wir können nur in eine Regierung gehen, wenn wir spürbare Veränderungen durchsetzen, weil unsere Wähler wünschen sich Veränderungen. Und wir müssen unsere Handschrift kenntlich machen. Das ist in Thüringen, nachdem es zunächst etwas geruckelt hat, zum Glück gelungen, weil sich die CDU auf uns zubewegt hat. Es ist in Sachsen leider nicht gelungen. Da hätte ich mir das gewünscht. Das hatte sicher auch damit zu tun, dass Herr Kretschmer seine eigene Fraktion nicht wirklich hinter sich hatte. Und in Brandenburg ist es auch gelungen. Und damit haben wir doch etwas durchgesetzt, etwas verändern können, was sich auch viele Menschen wünschen. Darüber bin ich sehr froh. Ukraine, die Frage von Krieg oder Frieden. Wir beide haben auch mal ziemlich intensiv, sagen wir mal, diskutiert über diese Fragen. Nicht nur einmal. Nicht nur einmal, aber da ging es auch um dieses Plakat, sozusagen die Kriegstreiber. Und es machte den Eindruck, die Kriegstreiber sitzen in Deutschland und nicht etwa in Moskau. Und darüber haben wir uns auseinandergesetzt. Wenn Zelensky Sie in die Ukraine einladen würde, würden Sie hinfahren? Also wenn ich sicher hinfahren könnte, würde ich selbstverständlich hinfahren. Ich würde auch gerne mit Herrn Zelensky sprechen. Das ist überhaupt nicht... Ich halte nur es für eigentlich fahrlässig, wenn deutsche Politiker in die Ukraine fahren, um dort Wahlkampf in Deutschland zu machen. Ich finde, das wird auch dem Leid, das die Menschen dort haben und diesen ganzen furchtbaren Krieg nicht gerecht. Sondern wenn wir eine Verantwortung haben und wenn wir wirklich mit der Ukraine die Ukraine unterstützen denen das wollen... zu unterstellen, dass sie dann nur Wahlkampf machen, finde ich ein bisschen schwierig. Also Herr Scholz und Herr Merz sind in die Ukraine gefahren, um dort Wahlkampf jetzt zu machen. Das ist doch, also wenn wir da wegreden, finde ich, machen wir uns was vor. Und meines Erachtens wäre das Beste und Solidarischste, was wir für die Ukraine tun können, ist uns wirklich darum zu bemühen, dass dieser Krieg auf dem Verhandlungsweg endet. Das ist der einzige Weg, das Sterben zu beenden. Und solange wir nur immer darüber diskutieren, noch mehr Waffen zu liefern, wird der Krieg nicht aufhören. Darf ich noch mal eines fragen, bevor wir gleich auch noch mal intensiver in die Ukraine schauen, mit Katrin Eigendorf zusammen. Eines der Bilder dieses Jahres, Sie verlassen den Bundestag, als Zelensky spricht. War das ein Fehler? Nein, weil wir damals keine Chance gehabt hätten, eine Debatte zu führen, sondern das ganze Setting des Auftritts war Standing Ovations für den ukrainischen Präsidenten, der kurz vorher, das muss man wirklich noch mal sagen, die Atomanlagen, also die Atomnuklearstreitkräfte Russlands angegriffen hatte mit Drohnen, also die Sicherheitseinrichtungen dafür. Das war sehr, sehr fahrlässig, weil das hätte das Land, das ihn überfallen hat. Der Präsident eines geschundenen, gequälten Landes, das einen unglaublichen Preis gezahlt hat. Herr Lanz, wir müssen uns doch nicht darüber unterhalten, wie furchtbar dieser Krieg ist. Ich verurteile diesen Krieg. Ich halte Politiker, die Kriege beginnen, und das gilt auch für Wladimir Putin, für Verbrecher. Und dieser Krieg ist verbrecherisch. Aber es ist
ist auch ein Verbrechen, wenn man nicht alles dafür tut, was man tun könnte, diesen Krieg zu beenden. Sie gehen immer sehr hart mit der Ukraine und mit Zelensky ins Gericht und Herr mitnichten. Zelensky ist auch nicht die Ukraine. Ich meine, Ja. die Ukraine, Es- gerade die jungen aber- Männer, versuchen zurzeit aus nachvollziehbaren Gründen alles, um sich dem Militärdienst So. zu entziehen, um nicht an dieser schrecklichen Front Lass uns verheizt zu einmal werden. darüber reden, warum das möglicherweise so ist. Und wir schauen uns ein paar Bilder dazu an. Es gibt einen ganz berühmten Satz von Ihnen. In der Ukraine gehen nicht die Waffen aus, sondern die Männer. Ein Satz von Sarah Wagenknecht, gefallen irgendwann in diesem Jahr. Und die Frage ist, warum passiert das? Liegt es wirklich nur daran, dass Putin ein scheinbar unerschöpfliches Reservoir an Männern hat, dass er notfalls einfach arme Nordkoreaner an die Front schickt, dort verheizt? Eine Front, die ein russischer Kriegsgefangener mir gegenüber vor einem Jahr ungefähr Putins Fleischwolf genannt hat, in den 100 Mann reingeschickt werden und 10 wieder lebend rauskommen. So hat er das beschrieben. Oder liegt es daran, dass wir die Moral der Ukraine auch durch unsere Unentschlossenheit unterwandert haben? Ja, und Katrin Eigendorf ist bei uns, eine der erfahrensten Kriegsreporterinnen dieses Landes. Ich freue mich sehr, dich immer gesund und munter hier zu sehen. Herzlich willkommen, Katrin. Wir haben das gerade gehört. Das ist so ziemlich genau die Debatte, die in unzähligen deutschen Haushalten genauso gelaufen ist in den letzten Jahren und immer intensiver läuft. Die Frage über Krieg oder Frieden, die Frage, was ist die beste Lösung? Und es gibt keine einfachen Antworten. Trotzdem an dich die Frage, Katrin, was würde Sarah Wagenknecht sehen, wenn sie jetzt in Jahr 3 dieses Krieges in die Ukraine fahren würde? Wie hat dieser Krieg das Land verändert? Wir erleben ein Land und Sie würden ein Land erleben, wenn Sie sich auf den Weg dahin machen würden, das inzwischen vollständig zermürbt ist. Also das, was Russland da macht, ist ja ein Krieg, der vor allem gegen die ukrainischen Zivilbevölkerung geführt wird. Also wir erleben Menschen, die alles verlieren. Wir erleben Menschen, also Schlafmangel zum Beispiel ist ja eine Foltermethode. Wir erleben Menschen, die fast 3 Jahre nicht mehr regelmäßig schlafen können. Wir erleben Familien, die ihre Kinder nicht mehr vernünftig betreuen können. Wir erleben Dörfer, in denen die Männer ausgehen, in denen es kaum noch Männer gibt. Man sieht auch inzwischen in der Öffentlichkeit immer mehr kriegsversehrte Menschen. Also im Straßenbild. Ne? Im Straßenbild. Man sieht Menschen, die einfach ihre Existenz verloren haben. Und wenn man durch den Osten der Ukraine fährt, sieht man eine unglaubliche Zerstörung. Also man kann es im Prinzip, das sage ich immer wieder, gar nicht durch Bilder alleine dokumentieren, weil das Grauen hat auch Gerüche, das Grauen hat auch eine Atmosphäre. Das, was wir in der Ukraine erleben, ist ein Völkermord. Russland hat massenhaft ukrainische Kinder entführt und russifiziert. Dort gibt es keine Freiheit mehr. Das ist etwas, was die meisten Ukrainer natürlich schon sehen. Die Situation ist sehr hoffnungslos und ich glaube, dass viele Ukrainer wirklich verzweifelt sind. Aber ich sehe die Mehrheit immer noch entschlossen, beziehungsweise entschlossen, weil es keine Alternative im Moment gibt, die auf dem Tisch liegt. Es gibt ja von Seiten Russlands kein Angebot, also was realistisch wäre. Worauf wird das jetzt hinauslaufen? Also die Wahl von Trump in Amerika. Wie sehen die Ukrainer das? Wie schauen die auf das, was sich da jetzt anbahnt? Tatsächlich, ich meine, das Szenario von Rolf Mützenich, im Grunde auch das Szenario von Sarah Wagenknecht, das ist das, was wir jetzt diskutieren. Was die Ukrainer in Trump als Hoffnung sehen, dass er keine Angst vor Wladimir Putin hat. Ich glaube, Angst ist ein Faktor, der auch in unserer Debatte viel zu viel Raum eingenommen hat. Gucken wir uns einfach mal die Fakten an. Wir haben es hier mit einem Regime zu tun, einem Land, das den globalen Frieden massiv gefährdet. Also ich würde die These aufstellen, eine Welt mit Wladimir Putin kann und ist keine friedliche Welt. Das heißt, das einzige Ziel, was ich erkennen kann zum jetzigen Zeitpunkt, ist, dass man Russland so weit zermürbt, dass es nicht mehr in der Lage ist, Kriege zu führen. Kriege gegen seine Nachbarn, Kriege in Afrika, Kriege im Nahen Osten. Also es ist ja nicht der einzige Kriegsschauplatz, wo Russland aktiv ist. Mitmischt, ja. Und deswegen glaube ich, ist die einzige Lösung, Russland muss so weit in die Enge getrieben werden militärisch. Und wir sehen ja erste Erfolge. Wenn man sich jetzt im Moment die wirtschaftliche Lage in Russland anguckt, die wirtschaftlichen Eckdaten sehen nicht gut aus. Manche Militärexperten sagen, bis Ende 2025 wird Russland nicht mehr in der Lage sein, den Krieg so weiterzuführen. Wir sehen zum Beispiel, Syrien ist ja auch ein Indikator dafür. Wo war denn das russische Militär, das dieses Regime jahrelang an der Macht gehalten hat?
Inflation, galoppierende Inflation. Sarah Wagenknecht ist offenbar anderer Meinung. Ich finde, das wird uns jetzt seit 2,5 Jahren erzählt, Russland wird zusammenbrechen, die Ukraine wird siegen. Und mit dieser Begründung wird fahrlässig in Kauf genommen, dass jeden Tag dieses Grauen, was Sie ja zu Recht auch beschreiben, dass dieses Grauen weitergeht. Nur ein Waffenstillstand kann verhindern, dass weiter die Infrastruktur der Ukraine bombardiert wird. Und nur ein Waffenstillstand kann auch verhindern, dass jeden Tag hunderte junger Männer an dieser Front sterben. Und zu sagen, wir müssen das so lange weitertreiben, bis Russland irgendwann so zermürbt ist, was würde das bedeuten? Also eine zermürbte Atommacht, weiß ich nicht, ob die sich einfach so zurückzieht. Also ich halte das für fahrlässig. Es gibt ja auch Gründe, warum die halten Sie das USA... für fahrlässig? Was ist daran fahrlässig? Ja, also von Kennedy gibt es die, finde ich, sehr richtige Aussage, dass man eine Atommacht möglichst nie in eine Situation bringen darf, wo sie nur noch die Wahl hat zwischen einer demütigenden Niederlage und einem Atomschlag. Und es gibt ja Gründe, warum zum Beispiel Joe Biden lange Zeit davor gewarnt hat. Er hat gesagt, es würde einen dritten Weltkrieg auslösen, wenn amerikanische Raketen tief nach Russland zielen, wenn die Ukrainer damit bewaffnet würden. Und es ist ja offenbar auch nicht so, dass diese Raketen unbegrenzt eingesetzt werden. Er hat zwar jetzt eine Genehmigung für den Raum Kursk gegeben, aber nicht darüber hinaus. Ich finde solche Planspiele und so dieses fahrlässig darüber hinweggehen, dass wir in einer Welt leben, wo eine Ausweitung dieses Krieges Europa auslöschen könnte, zu sagen, das ist Angstmache. Ja bitte, ich habe Angst davor, dass das passiert und viele Menschen haben zu Recht Angst davor. Wladimir Putin hat letztens ein Interview gegeben, können Sie nachschauen. Da hat er sich selber darüber lustig gemacht, wie wir mit der Angst vor der Atombombe hier hausieren gehen und hat gesagt, Sie glauben doch wohl nicht im Ernst zu einer Reporterin, dass wir eine Atombombe einsetzen. Das sind Narrative, mit denen Menschen im Westen Angst machen, um den Krieg gegen uns zu befördern, interessanterweise. Also Joe Biden hat auch im Auftrag von Wladimir Putin Angst gemacht, als er im Sommer noch gesagt hat, das würde einen dritten Weltkrieg auslösen. Also ich bitte Sie, die US-Geheimdienste haben davor gewarnt. Und deswegen wird ja auch so eine Strategie gefahren, dass man versucht, genau diese Angst Rechnung zu tragen, indem man die Ukraine nur begrenzt unterstützt. Darf ich noch eine letzte Frage in dem Zusammenhang stellen? Ich finde, es ist völlig in Ordnung, dass man darauf hinweist, wie gefährlich die Konzentration von so vielen Waffen in der Mitte Europas ist. Das finde ich völlig nachvollziehbar. Und ich finde auch nachvollziehbar die Angst, eine Nuklearmacht wie Russland so in die Enge zu treiben. Was ich nie verstehe, ist, warum sagen Sie nie den zweiten Teil? Wenn Sie sagen, wir frieren das jetzt ein, wir überlassen denen das, dann müssen Sie doch, wenn Sie das seriös ansagen, müssen Sie doch den Leuten auch sagen, und auch als Vertreterin einer Partei, die auf der anderen Seite immer wieder vor unkontrollierter Migration warnt, müssen Sie den Leuten doch sagen, dann kommen aber sehr viele Menschen aus der Ukraine, aus Gründen, die Katrin gerade ausgeführt hat, die wollen nicht unter dieser russischen Knute leben, dann werden die vor unserer Tür stehen. Wenn dieser Krieg Den Teil endet, vermisse ich immer. werden ja viel weniger Menschen vor unserer Tür stehen, weil dann das Land wieder bewohnbar ist, weil dann die Elektrizität wieder aufgebaut werden kann, weil dann die Menschen in ihre Frau Heimat Wagenknecht, da zurückgehen muss ich mal können. ganz entschieden widersprechen. Ich war vor kurzem mit Friedrich Merz in der Ukraine, den Sie ja beschuldigt haben, da Wahlkampf zu machen. Ich würde Ihnen mal vorschlagen, sich die Situation vor Ort anzugucken. Dann würden Sie nämlich sehen, dass was Sie hier als Sicherheit oder Frieden bezeichnen, damit überhaupt nichts zu tun hat. Nicht einmal die Menschen, die in Russland leben, leben in einem Land, in dem Frieden oder Sicherheit herrscht, sondern unter einem Terrorregime, unter dem keiner von uns leben würde. Ich habe selber 9 Jahre in Russland gelebt und ich kann Ihnen sagen, in so einem Land möchte keiner Staatsbürger sein. Also ich möchte auch nicht in Russland leben, aber die Russen haben es offenbar anders entschieden. Also es gibt ja Umfragen darüber, wie dort... Wladimir Putin oder wie? Ja, also ich meine, das können Sie ja Also Frau bestreiten, aber Wagenknecht, die Umfragen das werden von westlichen Umfrageinstituten gemacht. Also wie gesagt, wir haben andere Werte und ich habe auch andere Werte, aber das ist doch nicht ein Grund, mit dieser Arroganz darüber zu sprechen. Und vor allem ist es eben kein Grund, einen Krieg in irgendeiner Form etwas dazu beizutragen, dass er länger geht, als er müsste. Wir sind jetzt mittendrin in einem richtig harten politischen Gespräch. Das wollten wir eigentlich nicht. Wir sind kurz vor Weihnachten. Ich will nur auf eines hinaus, und das ist mir wirklich ein Anliegen, dieses Gefühl, wir wollen so leben, wie wir das möchten. Dieses Lebensgefühl wollen die sich nicht nehmen lassen. Und das ist der Grund, warum die sich so verzweifelt wehren gegen diesen Putin, weil sie das Gefühl haben, das wird danach nicht mehr möglich sein. Das ist der ganz einfache, simple Grund. Nee, das ist das ganze Ding. Und vielleicht fahren wir mal gemeinsam hin
und führen mal einige dieser Gespräche. Also Vielleicht wäre das eine solange Idee. ich nicht da meines Lebens sicher sein kann. So einfach ist es nicht. Katrin, lass uns das beenden an dem Punkt. Ich würde trotzdem herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Am liebsten mag ich natürlich Mango und Tilted Frosted, die finde ich mit am lustigsten, wobei Tilted Frosted ist immer so langsam, den muss man halt immer schneller stellen, aber also ich glaube Mango ist hier, ich drück nochmal, das war schon sehr witzig. Ich habe auch als Mann ansprechen. Sorry. Vegan. Das ist sehr witzig gewesen. Sonst, ja, wie gesagt, für Yoka muss man vielleicht noch so ein paar Buttons machen, ne? Muss ich vielleicht noch mal ein bisschen in die Videos von der gucken oder in die Kuchen-TV-Videos über den. Meine Güte, Cassius Clay subbt hier rein. Tier 1, Dankeschön. Aber ich muss jetzt nicht zurücksubben, ne? Weil dann geben wir beide ja nur Twitch die Hälfte von dem Geld einfach dafür, dass man so ein paar Domini-Mods kriegt. Aber wenn wir uns mal treffen, gebe ich dir Bier. Ich glaube, du trinkst gerne, oder? Du bist ja manchmal unterwegs. Bestimmt bist du irgendwann, neulich warst du einmal in meiner Stadt. Wenn wir uns sehen, Cassius Clay, wir holen 2 Bier und ich krieg auch 1. Oder vielleicht auch mehr. Also, ne, wenn ich dich mal sehe, vielleicht gebe ich dir auch einfach einen Sixer oder so. Vielleicht. Das ist gut angelegt, so wenn man sich mit Streamern oder so gut stellt, ne? Gibst du denen für 4 Euro so einen Sub und die kaufen dir ein Sixpack Bier für vielleicht so 6 Euro oder so. Ich wollte nur das VOD wiederholen, sorry. Also ich lade das zu YouTube. Aber ihr könnt alles haben für die ganzen VODs, so dann könnt ihr noch die technischen Probleme mitkriegen und so. Egal, das war's Video. Wir sind fertig mit dem Quatsch jetzt. Ich freue mich auf weitere coole Shoyoka-Videos. Ich grüße alle Weißen und Schwarzen und dazwischen. Alle Männer, Frauen und alle dazwischen. Alle Homo, Hetero und dazwischen und Pan und Non-Binär. Ihr könnt sein, wie ihr wollt. Ich mag euch alle gerne. Solange ihr hier cool seid und nette Leute seid, seid ihr willkommen. Und seid ihr da nicht. Aus Shoyoka ist anders. Werdet ihr mir regelmäßig vom Kopf gestoßen. Ich mach das nicht. Ich finde euch alle okay. Auch Nazis? Nee, die nicht. Die können weg. Aber egal, welche Farbe die haben. Es gibt ja auch Schwarze, die, ne, die Antisemiten sind oder sowas. Oder Schwarze rassistisch sind oder so. Die sind alle nicht so religiös, sind auch nicht. Na, kommt davon, wie ihr eure Religion auslebt. Also Glaube finde ich in Ordnung, aber so institutionalisiert, so als Religion, nicht so Fan von. Wenn es irgendwie so in das Leben von anderen eingreift, ne, dass man sagt so, ihr dürft jetzt nicht abtreiben zum Beispiel, weil unser Gott will das nicht oder sowas, das mag ich dann nicht mehr. Aber wenn ihr für euch selber zu Hause euch auf den Teppich legt und sagt, oh, lieber Gott, bitte, bitte helfen, so, und da hilft er halt wahrscheinlich nicht, aber wenn ihr das nur privat zu Hause macht, dann ist okay, dann macht das halt, ne. So, ich drücke jetzt aus, tschüss. The Jake Weddle drama just never really stops. There's new content every single freaking day. And today we get to go over Lex's response to Jake Weddle, which I think was extremely manipulative. Yeah, I'm trying to save Jake from himself right now. Because if he does speak up, my hand is forced. You're trying to save Jake from himself from doing what? The more I listen to him talk about her versus her talk about him, the more I think that she probably has a little bit of a screw loose. I'm scared of this guy. I'm going to have to release recordings if he says Scared of him because of how he treated me. She's basically accusing him of abuse with no real evidence for that. So today we're going to take a look at what she had to say and find out about the horrific trauma that she suffered through Jake Weddle. We also have a conversation that happened with Lex herself on a separate stream that was going on at the same time as this stream. So while, keep in mind, they just broke up, okay, he had gone to Canada to hang out with her. He moves out. Apparently she called the police on him for some reason. Okay, apparently according to him, but that happened. You know, she's saying that he's physically abusive or something. She's making a song about him with leaked audio of him in it. They break up, he flies home. Immediately after the breakup, he's on Aiden's stream and she is on Morale's stream. Now, we have a conversation with Morale. So we're gonna check this out. I've heard that she, I've been told that she started flirting with Morale during this conversation, with Morale. I don't know if that's true, but that's what I've been told. So I'm excited to hear that. Aiden,
kinda look like a trans Brittany Simon anyway. He's last. No, dude. What the? Kind of. They look like the same person. You just have shorter hair. It just looks like she got a haircut. They look like the same person. True. True. All right. Oh, she's here. What's going on? Sir. Of course, that's her. Of course, that's her fucking profile picture. No, Dad. Despondent anime girl. Of course, that's her profile picture. Why would it be literally anything else? Oh my God, dude. No, bro. I'm around. No. The voice. Eyebrow. I hate it. I hate it, dude. She's on 1 HP, but she likes being here. She likes being here. What's up? I Hello? know. Just chilling. Just chilling? Say your... Dude, go ahead. I'll let you speak. I don't want to. I don't want to feed anything. I don't You're want on to the stream! You wanted to say it on... You said yes. What are you doing? What? I thought you wanted to come on and say something. I did. I wanted to say hey. So you don't want to talk about Jake Weddle not going on to Aiden? I don't know if he's going to or not. But you don't think he is? I'm not sure. Okay. If he does, he's forcing my hand to release the recordings. So, like, it's just We could release it right now. You already released it in the song! You already released it! She's so weird. She already released the recordings in the song. Dude, she sounds so manipulative. No. You want to release it right now? No, let's not. Let's not. I'm not vitriolic towards him. He doesn't, like, he just... You released a song about him! The only reason I made the song with a recording of him was freaking because out. he started being really harassing all of my friends. And that was it. I wanted to say my piece, and I made a song that I liked and I'm proud of. And She's I'll fucking take it down if crazy. he wants me to. But I am concerned. All of his friends, we're all concerned about him. You have to understand, guys. She made the song where she leaked like a mental breakdown he was having out of concern. Okay, he's harassing her, which is why she made the song, which will take it down if he wants. And at the same time, you know, she's really concerned for him. All of his friends are concerned for him. She did it all out of concern. So this is why in the last call, he kept saying, like, this is for my mental... She keeps saying she made the song and is leaking things for my mental health. Right? That's why he said that. Because that's what she's saying. Dude, this is... She's already so manipulative, like, 1 minute in. And I just hope he's alright. Oh! Okay. No, you don't. You know my opinion. I wanna leak the whole recording. Obviously, I wanna show it off. I wanna make it Let's public. not. But you know, not. ultimately, it's up to you. It's your recording. All right. Let's not do that unless I do have to defend myself. But I'm hoping that he is gonna be rational and realize the situation. He was there. Okay. And he knows what happened. And yeah. All right. So, anyway, what are we watching? What are you watching? We're watching another Cunny review. It's very good. What? We're also watching a little bit of Aiden. What did you say? What did you just say? He's reviewing the call-in that you had with Beckett last night. Yeah, I low-key was not expecting to be, like, interrogated, which is fine. I totally understand that that's the scene that I'm in. But I was... Listen, like, you are part of one of the biggest stories of the year tangentially, right? Like the Mr. B stuff, one of the biggest stories of the year, okay? You should probably go into these situations with the understanding that you're going to be asked questions, I think. Oh, totally. Yeah. And Beckett was super respectful. Nothing against Beckett at all. Like, he was super respectful. So, again, this is just a new world to me. And I was really distracted by the song playing on the screen, too. Just a little bit vague last time, but that's okay. How many? We're at 30. I bet she smells like diarrhea. Ooh. Dude, let's set a goal to watch. I think the green color on this Riddler suit was based. Some Mr. Girl content, okay? Let's do this. To watch I Mr. wouldn't Girl say with her? anything online if it wasn't true.
But I want to stop this train before it crashes because I can't. Ah, yes, I'm blackmailing you for your own mental health. Please understand, we're all so concerned. That's why I have to blackmail you. That it's like, this is like, you remember when I said like Jake Doolittle is like a BPD girl trapped inside of like a chubby white guy's body? This is her. Okay, this is the real animus, the real spirit of Jake Doolittle. Okay, the physical manifestation. If all things were aligned, all right, if biology and the mental state, if psychology and physiology were aligned perfectly, it would come together into the being known as Lex. I care about the guy. Weddle. Okay. Okay. Like I said, I have a rule that I'm going to follow relatively strictly, okay? I'm never going to be the one to leak something. I'm not going to leak. I'm not going to be the guy to leak, okay? If you want to leak, you can, and I will cover it. Or if I have permission by the person to leak something, I will. But I'm never gonna be the first person to leak something. Appreciate that. So if you want to say something, go ahead. But I'm not going to talk on your behalf. It is. You're going to. What, she's selling the other Lex? Gee, why do these girls sound the same? Why would this girl sound like this girl? What could they possibly have in common? Mentally stable. Okay, what could they possibly have in common? I don't know. Right? I don't know what there could possibly be. They said, if you want to say something, you're going to say it, essentially. So do you want to say anything, or do you want to just watch some slop? I want to watch some slop. Just let me watch some stuff, and I appreciate that from you. Okay, fair warning. If Jake does come on the stream, we are watching it, or I am watching it. You don't have to stay, but I am switching to watching the Jake interview if he does eventually come on. Okay. Okay. I'm gonna leave because I can't watch him do that to himself. But to himself. I want this conversation of. Bro, you just released this song. What? You just released a song about him. Talking him, including a clip of him arguing with you in the song. It's so backhanded. Yeah, I want it to happen. I want Jake to call. I don't know what the f is going on. Why did Jake run? What happened? What? All right, so I guess she comes back for the final call. She's calling. Hey. Hi. Oh, she sounds stressed. If Jake, I'm trying to save Jake from himself right now. Because if he does speak up, you're trying to save Jake from himself from doing what? I don't want him to force my hand for us to release those recordings because I'm gonna. The full call is insane. It's 4 hours of 1 HP voice and the personality disorder playbook. It's like watching a nature doc. Yeah, I do feel like David Attenborough. Like, here we have the BPD girl in a natural environment. Notice how the BPD girl cries out in pain while she strikes you. It's a common characteristic of the kind. Gonna have to if he says something, and it's not like I sent you the photo of the dent that he left in my wall. Like, if he does this, he knows, and his friends are not okay with it. Like, his in real life friends are trying to be like, dude, like, this is not okay. Like, we're trying to care for him. You're trying to care for him. I don't want to have. I'm going to have to defend myself. I was not going to release those full recordings. She's in a self-defense situation. Of him yelling at me. Like, I don't want to release that. Okay. But I'm gonna have to if he does this. Like, I'm trying to help him. And yeah, you're helping him, man. You're helping. What do you think he's going to say that's going to be so bad, though? Because you're going to extreme. You're like getting into his Discord account and you're blocking people to prevent him from calling people. He was logged into my Discord. I only found out today. I told you that. But I did that's not know. the point. You're going to pretty extreme lengths. Yeah, I'm like working. Like, we're all trying to devise like a strategy here. Bro, notice how she like totally sidesteps what he's saying. He's like, hey, you're on Discord, you're blocking people, what's going on with that? She's like, well, I was only logged into the Discord today. He's like, okay, but like, what's like, why are you logged in and blocking people? She's like, well, we're trying to devise a plan to help him.
She won't directly answer what the fuck he's asking. Jake, at the very least, would give a direct answer. He would be like, okay, this is what happened, this is what happened, this is what happened, this is why I did this. Oh yeah, my bad, I think the data was crazy. But she has so many different ways to sidestep a conversation to try to get out of it, to make it look like she's the good guy. I was matching current rage. Save him from himself. Why did he yell? I mean, people yell in relationships sometimes, I don't know. I don't know that he didn't have an excuse to yell. From doing this. What do you think he's going to do? Because like I keep saying, mess of hold on, himself Lex. online like usual. Lex, like I said, because I you're don't going to wanna very be extreme involved in lengths. this. So I'm what you're scared of thinking this in your guy. head, like it must be pretty severe. I'm scared of this guy. I'm going to have to release the recordings if he said What shit. are you scared of him because for? There's one, because of how he treated me. What did he do? I don't want to go further into it unless he does, because that's what I'm saying. Like, But like, it doesn't really make sense. Like, if he did something really bad that's like abusive or something, should you just want to release that anyway? Like, it sounds like you're just trying to hold him hostage to be like, hey Jake, remember that thing? You probably don't even remember what you did, because you're so crazy. I'll release it if I have to. I'll do whatever I can to defend myself. It's like, well, if he's that bad of a guy, if he's that evil, you should probably just be releasing it. Maybe you become potentially victims of it. That evil, right? I want this to end, and he has talked all of you guys to high hell, so the fact that he is like, it's, I guess I can't control it. Like, if he does that, then we gotta see, but I'm gonna be upset because it's not, he's gonna try to paint himself Like a you're certain way. scared of him, so you're going to extreme lengths to like logging into his account and blocking people so he can't call into his He stream. was already logged into it. Well, I understand. Like, you have to. The monkey noises are not me, by the way. That's just like scream demo sound or something. Dating her was a violation of the Geneva Convention. True. He put himself through hell. BPD girl deals 100 times damage at 1 HP. That's what they do, dude. They get down to real low health and then they drag you down to hell. Understand that I still have love for him. Like, I care for him. Oh, you have And love like, for him. I'm Thank God. all of the people who know him in real life are trying to help him right now. And like, this should not be this big of a thing. And I'm trying to stop it where it is. That's why I called in, and I didn't want to talk about Jake. I don't want to talk about it more. But like, I'm gonna have to. And I just don't want to, because he's not in this good state of mind right now. And it feels like people are like preying upon him. What do you think he's going to say though? What could he possibly say that could be so bad that's worth like going to extreme lengths to prevent the interview? Well, everything that he does say, he's saying that I used him for money, which is not true. And I have so many things, but I just don't want to drag other people into this. Like, I have so many screenshots of things that I just don't want to have to go through. So you're scared of him. So you're getting I'm not into his... lying, guys, and that's why I don't want to get into it. Lex, you don't have to look. You don't have to talk to chat. You're talking to me. Why you're scared of him? So you're. I'm concerned for his mental health. This is not drama. This is he's doing this out of spite. He's trying to paint a very bad picture of me because he's afraid that I have made friends with people in the commentary community, friends, if you can call it that, people online. I'll take down the song if he wants. Like, I need to talk to him directly. Like, this is like real life mental health, man. Like, I'm worried. What do you think he could? But like, how manipulative of you to say like, oh, I'm so concerned with him. This is real life mental health. You know, he's afraid because I made friends in the commentary community. When you just released a song, which includes a clip of him like, being upset. Like, why would he ever trust you? Why would anyone trust you? Why would anyone have any faith that you are simply trying to help him, simply trying to help your like, going through mental health struggle? Why would anyone buy that? That makes no sense. Possibly do though, because you keep avoiding that. You don't know, like, you're going to extreme lengths. You haven't told me what you think he's going to do. He doesn't realize that people just see this all as drama, and he is going to like he's gonna take it to heart. Like, it's gonna affect his mental. It already is, and I care about What do you him. think he's going to do? There's a lot of things that he can say, make up, and then I have to provide all of the screenshots. And There's a dot on her shirt that's green instead of white. That he masturbates to Merry Holidays. I'm so tired. That's hold on. That's not your fault. That's his fault for lying. And then you naturally have to defend yourself. That's not your fault.
I know, but I don't want him to fucking. No, hold on. I'm gonna push back. He is 27 years old. He is an adult. If he chooses to do something that is not on you, he is fully aware of what he is doing and what he's capable of. He understands what he's going to do. If he's really going to lie about you or do whatever you think, right? That's on him. That's not on anybody else. And then I had witnesses to what, like, I get you have witnesses, but you don't care about, like, dude, I'm gonna be honest, the whole mental health angle you're going is, like, really, if this guy has done what you're claiming he's done, like, to the point where you're scared of him, you should not care about his mental health. True. Well, that's what happens when you are in a situation like that, dude. In a situation like what? Is he on Aiden's stream? I don't know. I don't know if he's on Aiden's stream. I'm talking to you. I'm not looking at someone else's stream. I'm not threatening to release footage. I'm just saying that's didn't round. That's what's going to have to happen if I have to defend myself, and I don't want that to have to happen. I didn't release them on purpose. If I was going to, I would have already. You are threatening. You are threatening. If he comes out and comes onto Aiden's stream, you're going to release the recording. That's not threatening. Depending on what he says, if I need to defend myself because there's one way the situation played out, then yeah. How did you get into his Discord to begin with? I know that he's not in his right state of mind right now. How did you get into his Discord to begin with? He was logged in on my desk. That's how she does this unreasonably pissing me off. Yeah, it's like, it's part of the concern trolling she's doing. This is part of the manipulation. It's like pretending to be concerned for you while stabbing you back. Like acting like they are doing something that's somehow in your best interest while they're actively destroying your life. And I didn't realize until I was getting a bunch of message notifications, and it was like in a browser that was like so squished that it doesn't say what it said, just had a Discord icon, so I thought it was mine. We're trying to like help this dude in real life right now. I'm sure you are. Okay. Did you try to reset Jake's password at all? No, I did not do that. Okay. First direct answer to any question. You did not try to reset his password or try to lock him out of the account? No, I can't do that because I don't have like the password on my end. Okay, so you don't have access to an email or anything like that? Like his email? The email associated with the Discord, you don't have access to that. You would not be able to, like, would you be able to reset the password if you wanted to? Oh my god. He's logged in on his email. Oh my god. Get me out of this, dude. When we broke up, he was supposed to, like, delete me from all those things. Like, he's supposed to know to remove me from all of those things. Like, you can log out of other devices on other things. Look at her in real time being like, you were supposed to delete me so I'm not logged in. I didn't want to be logged in. He was supposed to make sure that I was logged out. It's so bad, man. Once again, just like the stabbing you while she cries out is brutal. I told him to do that when we broke up. Dude, that's why I had to do all his tech stuff for him because he doesn't know. Are you logged into his Gmail? I just closed the browser. I just saw that it was open. I just closed the browser. So you were logged into his email? I just saw that. My bad. I just saw that I was logged into the email that has the 2FA on for his Discord. I just realized that. Oh, whoopsie, dude. Oh, my bad. He was supposed to. It's his fault. You guys gotta understand. He doesn't know tech. I had to do all this tech. All right, this whole relationship, I was, doing the tech. He doesn't understand tech, but I understand. But that's why. I just had the tab open. I never realized I had it open for days. It's still going on. It is still going on. Well, we moved on to her call now. I did not know that it was open. I would not lie. And listen, I'm in a place where I would not myself by lying right now. On my life, on my cat's life. It's okay. On my cat's you were life. logged into his email that was associated with his Discord. I did not send a password request. I'm not asking that. She can't answer it. She can't answer it, dude. She can't answer it. It is correct that you were logged into his email on your desktop, the same one associated with his Discord. He was logged into it. Oh, she can't answer. She can't answer. She can't just answer it, dude. You can't say yes, but she has to just give a caveat every single time. Some kind of weird explanation every single time. Oh, dude. It's brutal.
It was logged into on your computer. I don't need to know how it got that. Rao, I don't need to be baited. I'm not lying. I don't need. I'm you not. You're answering in a really roundabout way. I know that I'm not lying, but I know that I know how it appears. So I'm not. I understand how it appears, but it is the case that you had access to the email associated with his Discord. It was on your desktop. Dude, I did not know until you. I understand that you didn't know. I understand that you didn't know. I'm not asking if you knew. I'm just asking if it was on your computer. What I'm really curious about is that time when he said that he was like on the call with his friend Dante, and she was like, "You don't need to talk to Dante right now." I'm curious if she's gonna have an explanation for that, but I don't know if Rao has a specific plan because Aiden was live at the same time. Yeah, it was open in another one of the 20 Chrome tabs that was open. Okay, I did there we go. I did That's not all I wanted to know. on Oopsies. my fucking life. On my life. You can take me to court. Okay. On my life. Do I have permission to bring up one of the screenshots that you sent me? Does it have the Gmail thing in it? Are you able to see it in there? So I want to ask you. Even then, I didn't realize. Okay. What in some of the screenshots that you sent me in the taskbar, or not in the taskbar, in the tabs. Why didn't you tell me? Hold on. I ADHD. I thought that was my Gmail open. I need you to answer this question though, because this is fairly important. I was in panic. I'm ADHD, dude. Shut up. Stop, bruh. No, dude. No. Oh, I have ADHD. I had 20 tabs open. I didn't know. I just didn't know. I didn't know I was logged into my ex's email within days of the breakup. I just hadn't been on my computer. I was working on my Honda Civic. Okay. In one of your tabs, there was a password reset for a Gmail. Yeah, I'm logged in like on 3 different Gmails, by the way, because I have my business account and my other. So were you trying to reset Jake's password for Discord? God, no. It'd be fucking stupid. It's tied to his phone number. That would have been a lot easier than What email were you trying to password reset on then? One of my other accounts, because I was like changing everything with my business account. I changed my password every once in a while. Okay. Maybe it was the Riot password reset email thing. Okay. So to make it perfectly clear, because we've kind of gone in a... Blue in chat says she's such a saint. She's just looking out for him, making sure he stays silent and obedient for his health. By the way, yeah, exactly. It's very weird. She's like, oh, I'm talking to all his real friends. This is like, this is like real life. This isn't drama. It's like, yet you hopped in the stream to hang out at the same time and talk about him simultaneously. It's like, okay, so you're trying to help him, and you decided the best move to help him, because the claims that he's giving are so false, is to hop on a stream, leak DMs about him, make a song where you leak a conversation you had with him to embarrass him publicly on your public platforms, and you're miraculously logged in to his Discord. She 100% drives a Kia Soul. I think she drives a Honda Civic. A little bit of a circle, and I just want to make sure you get out what you want to, or what you need to get out. It is the case that he logged into both his email and his Discord on your laptop. That's what you claim, right? Morale. I know that this is like content for everybody else, but you are being put in a situation that is dude, she can't even answer anything. She just has to morally grant it. And notice how she started off the call too by trying to make Jake look bad, right? She was like, he talks to all these guys, like, to kind of sow the seeds of doubt. So this is right after that, she came in here with that. This girl is nuts. This girl is crazy. I'm very wary. It's very dangerous. Okay, I'm just trying to make sure that it's clear what you're getting out. Is that okay? And I don't really need to prove myself to like the internet, honestly. You're doing it now. I'm trying to get your story straight, so I understand. That's my story. If you want to make it seem like that, then pop off. But I'm repeating what you told me. Concerned for someone's mental health right now, so I'm gonna go try and call him and try and talk things out and try and figure out what is going on in his head. He is 27. You don't need to be his mental health check. Well, I had to be for 3 months, okay? So you kind of get used to it, and I'm worried. Then don't. I'm worried. Okay, Lex, I'm gonna be honest. You have lied to me multiple times to my face, and you're obsessed with this guy's mental health when he supposedly, in your opinion, verbally abused you multiple times. You should not care about this guy's mental health. Do you know how abuse works? I don't care.
Yes, but you seem extraordinarily self-aware. You seem very self-aware that this was abuse. So I am very hard struck to believe that you were abused in any significant way where you're like, oh yeah, I was abused, but also I need to help him with his mental health. Okay. So I want to help you. I want you to be able to talk, and I want you to have some place to talk on. But the lying, the weird shit, it has to stop, okay? You do not need to care about this guy's mental health. Man. You have lied to me multiple times, yes. I have. Dude. If you want to call them mistakes, if you want to call them whatever, like... I'm talking to someone in Jake's real life right now, and I think it's best that I get off and talk to them and try and you got figure out. You guys can think of what... She just said she was going to call Jake. She literally was just like, I'm going to call Jake, and then all of a sudden she needs to call someone in his real life to help him. This is so... I'm getting the heebie-jeebies, chat. I'm getting the heebie-jeebies major big time. I'm getting freaked out. Of me, whatever you want. It's fine. You shouldn't say that. You should not want people to think whatever they want. You should want them to think the truth. There's real that's going on that's more important, and I'm just trying to... Again, Lex, you should not want people to think whatever. You should want them to think the truth. Okay. Everyone will. So can we very quickly try to clarify the truth? Let me dip, please. You can hit the end call button whenever you want. Okay. I'm gonna go talk to the person I was talking to, and hopefully try and get a hold of Jake. Okay. I apologize. If you're gonna leave, then leave. If you're gonna stay, I want to ask you more questions. Okay. Okay. So it seems to me, if I'm getting everything she's telling me correct, Jake, when he was visiting, logged in on her laptop to both his Discord and his email, and was still logged into both of those. Coincidentally, in her tabs, there was an email reset tab and a password reset tab, which she admitted to, and claims it wasn't Jake Weddle's email that she was resetting the password to. She claims it was to her Riot password for League of Legends. I've never been put in this situation before. Trying to think. Quick rundown. Holy. No. So I appreciate the donos, but I'm not gonna leak. I'm not going to leak stuff. I'm not a leaker. All right. So we had that. Now we have your real Weddle call door. This is him reacting. Is that the end of it? Are there any other leaked Jake Weddle abuse report? Okay. The final call. This is the leaked report. I'm trying to make this look good. Is this fine? Is it what I'm not a leaker t-shirt? Yeah, that'd be cool. So this is apparently the abuse. Probably fine, just in the corner, huh? All right. You guys chilled out. I said I would deliver. Listen, I would like to say I'm doing this because I want Jake to have nothing to hide. And, the most embarrassing part of their breakup is about to be leaked, so he literally has nothing else to hide from. But realistically, I got paid $150 to do this. Okay? Let's just get into it, all right? Enough stalling, all right? Let's go. AC 130 inbound. Might have to turn the audio up for you guys. What? Are they in a hurricane? Are they in a monsoon? Transparency. Okay. I'm not going to skip around. This is supposedly unedited. That's what she told me. I don't know if I believe her. I'll boost the audio on your guys' end. It sounds like absolute cancel. There we go. So about halfway through the audio is when Imagine audio there's no words, starts. just fart with extra reverb. That would be awesome. Tell me how you care about my feelings. Because if you're saying I don't care about your feelings, and then you kick me out, do you understand why that's hypocritical? Does that make sense? You don't care about my feelings, do you? You insist I care about yours to the degree that I take down an Instagram story, or you kick me out of your home. Do I need to say that again?
how wild that is? Because I don't care about you don't care about mine. If you're gonna kick me out of your house over that, you don't care about mine. Do I need to say that again? I don't want to be with you anymore. And if because of how you treat me, Is he the one that broke up with her? Very edited. I mean, so far, I don't hear her responding, which is weird, but he did say that she was just using voice about it, talking to her, but, I mean, it doesn't sound like abuse. It sounds like a couple arguments that I think are upset with her, kind of unresponsive to his complaints, so far, I'm not really hearing where his truly sick abuse is. I get to hear that. She told me, which again, take this how you will, all right? Take this how you will. Obviously, she told me that she was hiding in her bedroom and she wasn't replying to him. So I'm not going to make a claim that she's editing her responses. I'm not going to, like, it could be the case that she was hiding in her room and she was recording this, okay? That's what she told me. Jake confirmed that? Okay. Do I have to boost the audio for that? Did you guys hear that? I don't see why there's any beef with this is literally him saying what happened in the relationship. From the other call, it seems to be consistent with what he already said. So I don't know. I don't really see the truly sickening, disgusting abuse yet. All right. Yes, it's fine. Okay. He didn't even bang on the door. Yeah? I think that's the end of it. Let's skip through a little bit more. We'll go through